Außen knusprig, innen maximal cremig. Das sind echte spanische Croquetas de Jamón. Das Geheimnis liegt im perfekten Verhältnis der Bechamel. Wie du diese meisterhafte Textur hinbekommst und worauf du beim Schinken achten musst, das zeige ich dir jetzt. Wir starten mit der Basis. Eine halbe kleine Zwiebel wird extrem fein gehackt, fast wie ein Püree. Wir wollen später Struktur vom Schinken, aber keine großen Zwiebelstücke in der feinen Creme. Jetzt zum Star des Gerichts. 100 Gramm Jamón Ibérico oder Serrano. Erst in feine Streifen, dann in winzige Würfel schneiden. Je feiner, desto besser verteilt sich das Aroma gleichmäßig in jedem einzelnen Bissen. Wir erhitzen den Topf und geben 50 Gramm Butter hinein. Reine Butter sorgt hier für den traditionellen, unverkennbar reichen Geschmack der Bechamel. Sobald die Butter schäumt, kommen die Zwiebeln hinein. Wir schwitzen sie nur glasig an. Sie sollen keine Farbe annehmen, damit der feine Geschmack der Bechamel im Vordergrund bleibt. Nun darf der Schinken mit in den Topf. Wir schwitzen ihn kurz mit an. Dadurch löst sich das köstliche Fett des Schinkens und verbindet sich direkt mit unserer Butterbasis. Das gibt den tiefen, echten Geschmack. Jetzt folgen 50 Gramm Mehl. Ganz wichtig, unter ständigem Rühren mitschwitzen. Wir machen eine klassische Mehlschwitze, um den rohen, mehligen Geschmack komplett zu verlieren. Wir gießen nun 500 ml kalte Milch in Teilen hinzu. Sofort mit dem Schneebesen kräftig rühren. Der Temperaturunterschied sorgt dafür, dass sich die Klümpchen perfekt wegrühren lassen und die Masse absolut homogen abbindet. Gewürzt wird mit etwas Meersalz, schwarzem Pfeffer und frischer Muskatnuss. Aber Achtung beim Salz, der Jamón bringt schon ordentlich Eigensalz mit. Jetzt langsam weiter erhitzen. Du siehst, wie die Masse jetzt schnell anzieht und von Sekunde zu Sekunde fester wird. Nun geht es mit dem Kochlöffel weiter. Wir rühren geduldig weiter und reduzieren die Bechamel, bis sie die perfekte Dichte erreicht. Und da ist er. Das ist der Punto de Bola. Wenn ich den Topf kippe, rutscht die Masse komplett am Stück nach unten. Ein Blick auf den Topfboden zeigt, es ist absolut nichts angesetzt. Perfekt kontrollierte Hitze. Die Masse nehmen wir vom Herd und füllen sie in eine Auflaufform. Streicht sie etwa 2 cm hoch glatt. Und wenn du mehr solcher Profi-Rezepte suchst, lass jetzt unbedingt ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Die Frischhaltefolie legen wir direkt auf die Oberfläche der Masse. Das nennt man auf Kontakt abdecken. So verhindern wir, dass sich beim Abkühlen eine unschöne Haut bildet. Und jetzt braucht das Ganze Zeit. Am besten wandert die Form über Nacht in den Kühlschrank, damit die Masse komplett durchkühlt und fest wird. Am nächsten Tag ziehen wir die Folie ab.
Die Textur ist jetzt wunderbar stabil und lässt sich perfekt verarbeiten. Klassisch schneidet man daraus etwa 16 mundgerechte Portionen. Ich teile sie heute in 8 großzügige Portionen. Das sieht auf dem Teller nachher fantastisch aus. Wir nehmen ein Stück und formen es mit den Händen in die typische länglich runde Croqueta-Form. Schön gleichmäßig arbeiten, damit sie später auch zeitgleich gar werden. Für die Panierstraße bauen wir 3 Stationen auf. Zuerst das Mehl, dann das verquirlte Ei und als Abschluss die Semmelbrösel. Jede Krokette wandert nacheinander durch das Mehl, wird durch das Ei gezogen und rundherum mit Semmelbröseln bedeckt. Und hier mein Profi-Trick für den perfekten Crunch. Wir panieren ein zweites Mal. Also nochmal kurz ins Ei und zurück in die Brösel. Diese doppelte Panade schützt die weiche Bechamel im heißen Fett vor dem Auslaufen. Wunderbar gleichmäßig vorbereitet. Jetzt sind sie bereit für das Finale. Wir setzen einen Topf mit reichlich Frittieröl auf und bringen es auf Temperatur. Die Croquetas vorsichtig hineingleiten lassen. Nicht zu viele auf einmal, damit das Öl nicht zu stark abkühlt. Sobald sie dieses herrliche Goldbraun erreicht haben, holen wir sie heraus. Direkt auf etwas Küchenpapier geben, damit das überschüssige Fett abtropfen kann und die Kruste maximal knusprig bleibt. Traditionell servieren wir sie in einer kleinen Tonschale, der Cazuela. 3 Stück machen den perfekten Anfang. Ein kleiner Zweig frische Petersilie für den farblichen Kontrast. Und fertig sind unsere original spanischen Croquetas de Jamón. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Weitere spanische Klassiker findest du auf meinem Kanal. Schau dir diese Füllung an. Außen der ultimative Crunch, innen schmelzend cremig. Lasst es euch schmecken.